Und zack. Und zack, da muss ich jetzt gleich ein Mini-Gehege hinbauen, denn ich bin ein kompletter Vollidiot und habe das Gehege letztens nicht richtig sauber gemacht. Und deshalb darf Sarah das jetzt nochmal komplett auseinanderschrauben und richtig sauber machen. Ne? Crumble, du Sackfalte, alles klar? Muss ich da drüben jetzt ein kleines Übergangsgehege bauen? Ja, das sieht nämlich aus wie im Saustall, ihr Säue. Das sollte vorübergehend reichen. Und rüber, das ist perfekt. Guck mal, das kann ich direkt mitnehmen. Und ja, ihr braucht nicht fragen, was das da ist. Da kommt noch ein eigenes Video zu, offensichtlich. Aber ganz sicher nicht jetzt. Auf die Meris abonnieren und abwarten. So, komm mal her, du Brückentroll. Nehme deine ganze Brücke und dann dich direkt mit. Guck mal hier, ganz viel Kacke. Überall so viel Kacke. Und Wasser muss natürlich auch rein. Ja, das stört's nicht. Guck mal, sieht doch voll putzig aus, wa? Als Übergangsgehege reicht das kurz. Und hier ist eine Menge Dreck. Stecken sich jetzt alle Meerschweinchen dahinter? Ernsthaft, alle hier oder was? Ja, natürlich alle hier. Leute, ihr könnt jetzt alle rüber. So, ich würde sagen, da sind die ganzen Würfelstücke doch drin und dann können sie sich da eine Runde wohlfühlen. Geht da nicht noch einer? Hey, Sport, was machst du denn draußen? Du musst rein. Interessiert dich das gar nicht? Gegen den Strom, habe ich verstanden. Aber nix da. Zack. So, du auch noch drin. Könnt ihr euch eine Runde wohlfühlen. Mini-Übergangsgehege. Das ist natürlich viel zu klein. Das wäre übrigens auch, glaube ich, gerade so eben für 2 Meerschweinchen zu klein. Müsste ich jetzt ausmessen. Aber, ne, ihr wisst ja, je mehr Platz die haben, umso besser ist es. Ihr wollt bestimmt auch noch Futter haben. Und wenn ihr die Größen wissen wollt, wie viel man braucht für 1 oder 2 Meerschweinchen, also für 2, 1 darf man ja eh nicht allein halten, offensichtlich. Niemals ein Meerschweinchen allein halten, sind Gruppentiere, am besten 3. Dann guckt doch einfach ins Internet, ne? Wie groß muss ein Meerschweinchengehege sein? Zack, Google, direkte Antwort, ohne zu zögern, ne? So, jetzt essen, habe ich gehört? Dann jetzt essen. Die freuen sich, alles neu zu entdecken. Das ist total toll. Und das alte Gehege wird sauber gemacht. Aber das braucht ihr nicht sehen, das habt ihr schon 50 Billionen Mal gesehen. Das muss jetzt nicht nochmal sein. Ja, endlich essen. Ich weiß, oh mein Gott, wie konnten wir nur 15 Minuten ohne Essen aushalten? Genau, Holt euch was, ihr dürft, streitet euch nicht. Dankeschön. Oder hast du keinen Hunger? Oh, der Typ mit der Kamera ist da, dann will ich nicht raus. Der gebe ich ihm noch Videomaterial, dass er ein Video machen kann. Nee, das will ich nicht. Potato, willst du nicht mitmachen? Nee, ich will auch nicht mitmachen. Ich bin eine Sackfalte, ich mecker rum. Okay. Faltet ihr doch einfach mal Säcke? Ja, falte du doch mal einen Sack, Mann. Und lass uns in Ruhe. Ehrlich, hier nie kann man ohne Beobachtung essen. Hi Crumble, ist alles klar? Bist ihr zufrieden mit dem Übergangsgehege? Ich hoffe doch. Gefressen haben sie und naja, jetzt müssen wir halt weiter das Gehege sauber machen, aber das passt schon. Zack. Das Gehege da hinten wird nämlich jetzt mal wieder eine Runde kleiner gemacht. Ja, ihr habt richtig gehört. Es tut mir leid, Potato, aber das Gehege da drüben wird ein bisschen kleiner. Weil wir haben nicht mehr so viel Vlies und wir bekommen bald neues Streu. Und dann wird alles viel einfacher. Und dann wird es auch alles größer. Aber ich denke mal, dass ich es danach nicht nochmal größer bauen werde. Denn dann werde ich das Gehege richtig bauen. Endlich. Das neue Gehege ist jetzt wieder das alte Gehege. Und hier liegt der ganze Stuff rum, der jetzt gewaschen werden muss. Oder die ganzen Etsy-Bestellungen, die wir jetzt abschicken müssen. Hey, wir haben einen Etsy-Shop, schaut vorbei. Hier Werbung. Ihr seid Fan von Dimeris, Appleboy oder Chan Everything und wisst mit all eurem Geld einfach nichts anzufangen? Dann ist hier die Lösung für dich. Im Etsy-Shop von Dimeris gibt es jetzt viele Poster, Blöcke, Postkarten, Lesezeichen, das Miri-Kinderbuch und vieles mehr. Die Poster sind sogar von allen unterschrieben und ab einem Bestellwert von über 20 € legen wir sogar noch einer ebenfalls unterschriebene Autogrammkarte oben drauf. Wow!
Im Shop von Chan findet man Appleboy-Poster, Postkarten, die er selber gekritzelt hat und ab und an mal auch eine originale Zeichnung. Man munkelt, wenn er einen guten Tag hat, steckt er einfach so einen offiziell böse Sticker mit in die Bestellung. Für umsonst! Und für alles andere Künstlerische schaut bei It's Lucy und so vorbei. Dort könnt ihr eure Meerschweinchen in verschiedenen Arten malen lassen oder lasst ihr doch gleich ein Set deiner eigenen Twitch-Emotes zeichnen. Wir haben schon viele Kunden glücklich gemacht. Ja klar, ich bin total zufrieden. Je mehr ihr kauft, umso mehr bekomme ich zu fressen. Werde auch du einer dieser glücklichen Menschen. Alle Links zu den Shops wie immer in der Videobeschreibung. Ciao! Oh nein, die Werbung ist schon wieder vorbei. Starke Frau hebt alles an. Wir müssen jetzt die Folie drunter machen. Das mache ich. Fertig. Jetzt hat Sarah einen halben Herzinfarkt bekommen. Es tut mir leid. Und ja, die Sackfalten gibt es immer noch offensichtlich. Nicht mehr. Ah! Boah, das wäre hart. Das würden wir natürlich nie tun. Das würde ich nicht mal wagen. Ich wüsste nicht mal, wo ich die neu herbekommen würde, um wieder drüber zu malen. Die sind nämlich momentan ausverkauft. Und zack. Da steht hier drauf. Ich weiß. Kommt her. Heute verwöhnen wir mal die Müffelstücke. Gemüsekugelbombe. Da freut ihr euch. Wie, ihr freut euch nicht. Freu dich! Ja, ich freue mich ja schon. Juhu. Gibt's mir was? Ja? Dankeschön. So, Sackfalte. So, genug geredet. Aufräumen. Und weil ihr ja schon wisst, wie das ausgesehen hat. Wenn nicht, dann guckt das Video, wo wir hier eingezogen sind, wie das gebaut wurde. Und ansonsten YouTube-Partnerkräfte. Bam. Und tada, fertig. Hast du gut gemacht. 10 von 10. Haben wir wirklich gut gemacht. Ja, wir holen die jetzt. Wir haben gerade erst gegessen. Das musste noch sein. So, ihr Pappnasen, kommt jetzt alle rüber. Hör auf zu meckern. Nein, ich will meckern. Ich mecker. Und tada, da seid ihr schon wieder. Habt ihr ein neues, altes Gehäuse. Gehäuse, was war das denn jetzt? Ihr seid doch keine Schnecken. Alles wieder sauber. Ja, alles sauber. Habt ihr gut gemacht. High five. Das war nix. Das war awkward. 1, 2. Perfekt. Das ist doch schön. Sagt es, dass unsere Meerschweinchen es gut haben, selbst wenn sie jetzt wieder ein kleineres Gehege haben. Das reicht ja aber auch für die. Also rein theoretisch reicht das natürlich auch von der Größe. Jetzt können sie wieder alles erkunden. Das ist cool, wa? Da freuen sie sich immer drauf. Oh, erstmal hier durchlaufen und hier durchlaufen. Sie macht eine Röhre oder doch nicht. Ja. Jetzt ist hier wieder sehr, sehr viel Gewusel. Aber wir freuen uns auf jeden Fall schon, wenn wir jetzt bald Streu drin haben. Das gibt ein schönes Video und ein tolles Sponsoring. Ja, da dürfen wir uns auch mal drauf freuen. Ne? Wir dürfen ja auch Sachen sponsern, hinter denen wir auch stehen. Und wenn wir das neue Gehege bauen, das wird kein Sponsoring, das muss ich alles selber kaufen. Aber das kennt ihr ja alles schon. Aber da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Und worauf ihr euch auch noch freuen könnt, ist, wusstet ihr schon, dass wir eine Katze haben? Beziehungsweise einen Kater? Wenn nicht, dann guckt das letzte Video. Link ist in der Videobeschreibung. Wir wünschen euch alles Gute und man hört... Und stört sich. Das kam jetzt aber von weit hinten. Da ist er schon wieder. Ja. Ciao und euch alles Gute, ihr kleinen wuselnden Müffelstücke.